Beim letzten Mal in Tales of Arise. Das Shit? Puff. Und nun zurück zur Rebellion. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Arise. Beim letzten Mal haben wir in der ersten Folge einen kleinen Aufstand im Sklavenlager erlebt und haben am Ende mal ordentlich schon den ganzen Zug zerstört. Ich meine, das ist mal ein Auftakt, oder? Da kann man mit leben. Und auch von Shion haben wir einen ersten Eindruck bekommen und sind jetzt hier in einem Rebellenlager. Diese lehnen sich gegen die Versklavung auf und haben Shion gefangen genommen und verhören sie gerade. Und ich möchte mal gerne wissen, was es damit auf sich hat. Das heißt, wir reden hier mal noch mit ein paar Leuten und gehen dann mal in Richtung des Verhörbereichs und schauen mal, was da eigentlich abgeht. Nun, wenn das nicht Eisenmaske höchst persönlich ist, schön dich zu sehen, Kumpel. Kennen wir uns? Nein, wir sind uns noch nie begegnet, aber du bist definitiv eine kleine Berühmtheit in dieser Gegend. Du bist bekannt als derjenige, der sich den Panzersoldaten entgegenstellt und ihre Angriffe wegsteckt, als seien sie eine Kleinigkeit. Jemanden wie dir begegnet man nicht gerade häufig. Es wäre seltsam, wenn wir von dir nicht schon mal gehört hätten. Ja gut, so wie wir mitbekommen haben, kann er das aber auch nur so einfach machen, weil er einfach keine Schmerzen spürt. Was nicht ganz ungefährlich ist an der Stelle, ne? Versuch nicht so weit vom Weg abzukommen, okay? Ist ja gut. Ganz so frei darf ich mich hier nicht bewegen, auch wenn ich Eisenmaske bin. Der einzige Grund, weshalb die Strahlaugen Calaglia unbedingt aushöhlen wollen, ist, um so viel Feuer wie möglich aus diesem Reich zu schöpfen. Okay, also geht es tatsächlich ums reine Verbrennen. Mir ist aufgefallen, dass du keinen Geistkern in deinem Körper hast. Hast du ihn selbst entfernt? Sei froh, dass dich bisher keiner der Strahlaugen ohne einen erwischt hat. Beeindruckt. Ist das so? Und was ist das eigentlich? Und hatten wir je einen? Na, wir werden sehen. Fitz, das habe ich geahnt. Ah, damn it! So it wasn't a lie. The slightest touch is like being struck by lightning. What are you doing? So you're finally awake, huh? What's going on here? What did she ever... Mind your business. So even if you don't mean to hurt somebody, if they touch you, they get electrocuted, huh? It doesn't seem to be poison or magic. Is this the reason Balsef's soldiers were after you? For the last several days, Balsef's forces have been getting pretty restless. When we looked into it deeper, the word thorns came up over and over again. And now, we come across Miss Prickly herself. Drop the attitude. Did you really think we wouldn't find out anything about you? Miss Shion Imaris? That's her name? You mean she's... What? You didn't figure it out already? Yeah, that's right. This lady's got herself a surname, which means one thing. She's a Renin, our enemy. Yeah, but she was being chased by Renin soldiers. So then why? That's exactly what we're trying to figure out. After all, aside from the clothes they wear, there's only one way to tell a Danon from a Renin, and that's whether their eyes light up or not. Ain't that right, Bright Eyes? Big talk for someone who can't even use astral arts. Embedded. Don't you call us embedded! Look, you see the stone your people embedded in me? There isn't one. Because we gouged them out the day we swore to rise up against your kind. This scar's a reminder. Not to rest until every last one of you is... We Danons may not be capable of using astral arts, but it looks like those thorns of yours won't do you much good in escaping here either. Still, inflicting pain on anyone who comes near you. That's one hell of an ability. You're wrong. You think this curse is some kind of great ability? Curse. Fair enough.
All I know is Balsev must have his eye on you for a damn good reason. And until we find out why... An ambush! They must have tracked us down. Evacuate as planned. Hurry! And bring the girl. If she gives you any trouble, wave a spear in her face. Got it. Hey, Iron Mask. Sorry, but right now it's everyone for themselves. What about you? I'm going to welcome our guests. Don't go dying on me. Come on, move. And don't try anything funny. Okay, da werden wir direkt überfallen. Wir haben ein stumpfes Schwert erhalten. Toll, damit werden wir weit kommen. Ne? Das wird doch nur noch von Rost zusammengehalten. Ein langes, verrostetes Schwert mit einer besonders reparaturbedürftigen Klinge. Damit zu kämpfen ist, als hätte man ein stumpfes Messer in der Hand. Na, das kann ja was werden. Oh je. Enemy attack! An ambush. Renans are here? I have to find an exit and get the hell out of here. Okay. Quatsch. Warte mal. Die Map war da. Okay, an die Tastenbelegung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, aber das kriegen wir auch hin. Okay, ich muss links abbiegen, wie es aussieht. Das werden wir auch mal tun. Oh je. Anyone who can fight, grab a weapon! Damn! How did they find out about this place? Have these kinds of battles been going on this entire time? And I just didn't know. Tja, du wolltest ja immer rebellieren, dann sollten wir das jetzt mal tun. Stop right there! Oh, it's just a dead end. You there! Where's the Renin girl who was here? Geh dich einen Scheiß an. Spit it out! I want an answer, Insurgent! How's this for an answer? Go to hell! You dare address a Renin armored soldier that way? I'll show you embedded! Alles klar, auf geht's in unseren ersten wirklichen Kampf hier. Die grundlegende Kampfsteuerung haben wir in der Demo schon mal gesehen. Wir gehen es trotzdem nochmal durch. Normale Angriffe liegen auf R1. Anfangs kannst du bis zu 3 normale Angriffe kombinieren, aber wenn du bestimmte Fertigkeiten erlernst, sind höhere Kombinationen möglich. Charaktere können nach dem Springen auch aus der Luft angreifen. Arzt in besondere Aktionen, die einen Teil deiner AL-Leiste verbrauchen. Drücke Dreieck, Viereck oder X, um das Arte auszuführen, das dieser Taste zugewiesen ist. Die AL füllt sich automatisch schrittweise wieder auf, aber langsamer, wenn du angreifst. Halte L und drücke R2, um den gegnerischen Angriff auszuweichen. Mit gutem Timing, genau wenn der Angriff erfolgt, führst du ein perfektes Ausweichmanöver aus und erleidest keinerlei Schäden. Ja, so ist das. So much for playing nice. All right, we're up. A real fight. Still, I have to do this. I won't go quietly. Ja, fuck, da hat er mich doch noch erwischt. You're finished. Here I come. Na komm, fall um. Geht doch. Wunderbar. Won. I actually beat one of those Renin soldiers. Ja, allerdings, Wertung plus 2,4. I have to survive this no matter what. Okay, da war ich jetzt ein bisschen langsam, macht nix. Bringt mir das was, wenn ich hier jetzt nochmal abbiege? Weil ich möchte mich schon ein bisschen umschauen im Spiel. Das wird hier kein Platinumlauf, also nicht unbedingt alles auf 100% bekommen. Aber wir werden uns natürlich trotzdem recht genau in der Welt umgucken. Wir werden uns in diesem Playthrough auch um Sidequests kümmern. Also ich möchte schon dafür sorgen, dass wir so viel wie möglich vom Inhalt des Spiels zu sehen bekommen im Verlauf. Und vielleicht, wenn alles gut geht und wir irgendwann mal das Ende erreichen, das werden wir mit Sicherheit, aber je nachdem, wie lange das dauert und je nachdem, was dann noch übrig ist, bin ich auch nicht abgeneigt, mal Postgame-Content noch zu zeigen. So, jetzt haben wir erstmal ein Apfelgelee gefunden. Das kennen wir aus der Welt von Tales of sowieso schon. Versuch nicht, einen Panzersoldaten auf eigene Faust zu besiegen. Du hast gegen ihn keine Chance. Na, das sah bei uns aber gerade anders aus. Gut, okay. Hier sind die nächsten Gegner und da ist auch ein Siegel dabei. Ach, komm. Okay.
Ja, wird's. You're finished! It's over! No escape! Swallow blade! Strike! Ja, okay, so langsam kriege ich den Dreh wieder ein bisschen raus. Ich habe jetzt schon eine Weile die Demo nicht mehr gespielt. No escape! Aber wir können uns ja hier von Anfang an so ein bisschen dran gewöhnen, ist ja kein Problem. Fühlt sich aber gut an, muss ich sagen. Gefällt mir eigentlich sehr gut insgesamt, so vom Kampfgefühl her. So, da sind unsere Ziele, aber... Ich dachte, diese Frau sei komplett unbewaffnet. Wie zum Teufel ist sie an eine Waffe gekommen? Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Es hat mir Hintern gerettet, aber so viel ist sicher. Okay, sie hat eine Waffe. Shion V. Mayor Imaris Daymore. Gesundheit. Hereby detain you in the name of His Excellency Lord Bolsef. Damn it! Throw I down your was so weapon. close. What the? You've got some kind of death wish? Those are armored soldiers you're... Shut up and get out of here while you still can! Step aside, slave. These are Renan affairs you're meddling in. Ja, das weiß ich. Hey! We've got a better chance working together. Besides, I don't much feel like being indebted to a Danon. Fine, suit yourself. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Also, hab dich nicht so, Mädel. So, Kombos. Kombos sind mehrere Aktionen, die ohne Unterbrechung hintereinander ausgeführt werden. Normale Angriffe haben ein festes Limit. Während Artes fortgeführt werden können, bis keine AL mehr übrig sind. Normale Angriffe werden auf dem Boden und in der Luft separat gezählt. Wirkt man dazwischen eine Arte, kann die Combo somit verlängert werden. Ja, das werden wir alles noch rausfinden. Geringere Ergebnisse in Kombos. Setzt du das gleiche Arte innerhalb von 4 Aktionen mehrfach ein, sinkt dessen Durchdringung und Gegner erholen sich davon schneller. Okay, also am effektivsten ist natürlich, Fähigkeiten durchzuwechseln. Setzt du es weiter ein, steigt der Malus an, bis das Arte nur noch halb so stark ist wie sonst. Das ist aber ein ordentlicher Debuff. Just stay out of my way and we'll get along quite well. It's kind of new for me, if you hadn't noticed. Don't expect any promises. Swallow blade! You're finished! Slash! Die! Swallow blade! You're mine! You're finished! Okay, der ist down. Okay. Und es sieht so aus, als könnten wir mit den Artes auch die gegnerischen Angriffe ein bisschen unterbrechen. Why did you help me? What could a Danon like you possibly gain from helping a Renan like me? Trust me, I've no great love for Renans. I guess I'm just not as consumed with hatred as some... What? Have we met somewhere before? Me? Friends with a Danon? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that, yeah, silly question. I don't remember anything about my past. Don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway, so it's not like... Wait, you really can't feel pain? Yeah, it's just another thing I don't have. No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave. What about your name? You must have one, right? Iron Mask. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. I see. So where to next? Outside, silly. What do you think we fought all this way for? Okay. Bisschen frech, die kurze. We're going in. Aber gefällt mir irgendwie. Ich mag sowas. Okay, wir werden uns jetzt weiter unseren Weg bahnen. Nach draußen. Nach draußen klingt gut. Ich möchte mich trotzdem mal umschauen. Oh, warte mal, hier R1. Die wollen uns was erzählen. Can you even see out of that thing? Like, at all? Of course I can. How else do you think I managed to avoid tripping everywhere I go? What is that thing anyway? It doesn't look like anything Dan and I've ever seen. Beats me.
I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat. And I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Honestly, I'm just impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Danans don't pay it any mind. It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renan soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type. Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask. That said, as long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, it'd be their necks on the line. You should know more about all that than me, though, right? I don't serve any of the lords. But I see what you mean. After 3 centuries of run and rule without much upheaval, it's possible the soldiers might be losing their edge. All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Ja, ich auch nicht. Da bin ich auf Alphons Seite. Und, tja, hier liegen noch unsere Opfer. Von da sind wir gekommen. Wir gehen nach hier weiter. Die Kamera ist manchmal ganz schön nah am Charakter, aber gut, hier in der Höhle macht es auch Sinn. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. Dass die in den Schuhen durch das Gelände kommt, ist aber auch beeindruckend, oder? Das war ja irgendwie klar, oder? Das haben wir uns ein bisschen zu einfach vorgestellt. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor. Slaughter the rest. Look out! The fuck? Sion! What? Sion! Oh! So passiert. Okay. A blazing sword. But how? Impossible. The Master Core. He was embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Attack! Ich glaube nicht. Aufs Maul. Jetzt hätte ich gerne eine Erklärung. You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious?
Hold still. Huh? It's one of my healing arts. Da haben wir unsere Heilerin. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry, you're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. Hat er irgendwie recht, oder? The blazing sword. It just might be strong enough to match the power of a lord. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Aha. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. You... You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Okay, du bist jetzt mit Shion befreundet. Naja, ich glaube, bis da wirklich eine Freundschaft raus wird, braucht es noch ein bisschen Zeit, habe ich so den Eindruck. Da ist noch so ein bisschen eine Kühle zwischen den beiden. Aber gut, und Zephyr hat sich auch in meiner Gruppe angeschlossen. Shions Kampfstil. Shion ist auf den Fernkampf mit Schusswaffen und Astral Arts spezialisiert. Greife Gegner aus der Distanz an und setze Heilungsarts ein, um Verbündeten mit wenig KP zu helfen. Heilungsarts kosten HP, also achte auf den HP-Stand der Gruppe. Wenn der automatische Modus aktiviert ist, greift Shion im Kampf hauptsächlich fliegende Gegner, Feinde, die Astral Arts wirken, sowie Gegner mit niedrigeren KP an. Okay. Heilungspunkte. Artes mit Heilungs- und Unterstützungswirkungen verbrauchen Heilungspunkte und die AL. HP werden von der Gruppe geteilt. Sie werden mit Objekten oder durch Rasten in einem Gasthaus oder Lager wiederhergestellt. Die HP können durch Aufleveln oder das Finden bestimmter Objekte erhöht werden. Es ist schön. Verlasse die Mine. Kann man tun. Ich will nur wissen, ob hier noch was rumliegt. Und ich will mal kurz... weil das ja auch aus der Demo mir schon bekannt ist, an der Stelle mal kurz gleich ins Menü schauen. Nachdem wir uns hier umgesehen haben, kann ich hier durch? Ist das? Nee, das ist kein Durchgang. Kein versteckter. Okay, ich möchte trotzdem mal eben kurz ins Menü schauen. Und zwar Objekte eigentlich erstmal nicht, aber Artis wäre auf jeden Fall mal interessant. Ja, genau. Du kannst erlernte Artis den verschiedenen Tasten zuweisen. Du kannst 3 Artis zum Einsatz auf dem Boden sowie 3 weitere zum Einsatz in der Luft wählen. Insgesamt lassen sich also 6 Artis ausrüsten. Drücke L2 oder R2, um deine verfügbaren Artis einzusehen. Charaktere im Automodus können alle ihre Arts einsetzen. Du kannst aber mit Viereck Artis auswählen, die sie vermeiden sollen.
Diesem Menü lassen sich außerdem Heilungsarts wirken. Gut. Luftangriff ist alles Trugbild im Moment. Habe ich für mich noch... Ich habe nichts anderes. Und das schlägt nach unten. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch durch die Erfahrung aus der Demo ein bisschen überlegt, ich werde wahrscheinlich die aufsteigenden auf ein Dreieck lassen und die runterschlagenden aufs X legen, einfach so als physische Orientierung auf dem Gamepad. Und hier haben wir zweimal die Schwalbenklinge drin und was anderes geht auch nicht. Ist aber okay soweit, können wir erstmal mit leben, wir werden mehr lernen. Erste Hilfe, Magnastrahle und Auferstehung hat sie. Das ist schön. Sie kann jetzt schon K.O. heilen und Leute auferstehen lassen. Das ist sehr früh, das wundert mich ein bisschen. Normalerweise kriegt man sowas immer später. Erste Hilfe ist klar und das feuert einen Lichtstrahl ab, der den Gegner durchbohrt. Also das war wahrscheinlich das, was wir vorhin auch im ersten Kampf mit ihr gesehen haben. Unsere Ausrüstung, da werden wir auch noch nichts Neues haben, vermute ich einfach mal. Zubehör haben wir auch nichts. Für Shion wird das nicht anders aussehen. Genau. Was anderes haben wir noch nicht. Strategie möchte ich aber reingucken. Das war eigentlich so mein Primärziel, jetzt ins Menü zu gehen. Strategien bestimmen, wie deine Gruppe im Kampf agiert. Drücke im Strategiemenü Dreieck, um Details anzuzeigen und Anpassungen vorzunehmen. Du kannst bis zu 4 Strategien speichern. Öffne im Kampf das Menü und drücke Dreieck, um sie zu wechseln. Deine Gruppenmitglieder kämpfen selbstständig. Wie sie jedoch Heilungs- und Unterstützungsartes und Objekte einsetzen, hängt von deiner gewählten Strategie ab. Im Menü Strategiedetails kannst du einrichten, wie sie sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten. Dabei erhält die oberste Aktion die höchste Priorität. Objekte können nur vom gesteuerten Charakter verwendet werden. Öffne dazu das Menü und wähle ein Objekt aus. Mit Ausnahme von Objekten, die den Charakter nach einem K.O. wiederbeleben, nutzt er niemals automatisch Objekte ohne Erlaubnis. Gut. Gemäßigt kämpfen ist erstmal in Ordnung. Wir können uns da aber auch die Details angucken. Wenn jemand K.O. ist, Artist zur K.O.-Erholung, aber nur wenn HP 50% oder höher. Ansonsten möchte ich es gern manuell machen. Bei Heilungsartes genau dasselbe Spiel. Ich möchte das alles halt einfach mal ein bisschen eingrenzen. Hier mindestens 5 Apfelgelee im Besitz ist in Ordnung. HP 25%. Nee, hier bitte auch 50%. Weil ich weiß bereits, wir werden die HP auch auf der Karte außerhalb von Kämpfen benötigen. Deswegen möchte ich mir immer eine Reserve halten. Ansonsten werden wir einige Gegenden mit Bonus-Items und Zeug nicht erkunden können. Genau, wenn die eigenen KP niedriger als 25% sind, Abstand zum Gegner halten. Habe sonst noch irgendwelche Einschränkungen? Nicht wirklich, weil alles weitere ergibt wenig Sinn, aber ein bisschen auf Abstand gehen ist dann eigentlich ganz gut. Das lassen wir... Oh, warte mal. Hat er das jetzt nicht übernommen? Hat er natürlich nicht. Ach, komm schon. Ich setze das jetzt alles noch mal ganz schnell auf 50% hier. So, dann passt das jetzt. Speichern und schließen. Ja. Und jetzt ist sie individuell. Das passt mir gut. Outfits werden wir, wie bereits in der ersten Folge in der Einleitung mal erwähnt, werden wir auf jeden Fall mal uns angucken, so nach und nach. Aber passend zur Umgebung. Und ich denke, die Umgebung und der Stand, in der wir uns in der Story befinden, wird einfach mal noch voraussetzen, dass wir das jetzt hier so lassen und uns jetzt nicht großartig spoilern. Wir werden noch genug Gelegenheit haben, uns das alles genau anzusehen. Und wir verlassen dieses Stück der Karte. Ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht und
Hier brennt es aber jetzt ordentlich. Da haben sie aber ein gewaltiges Feuerchen gemacht. Shit. Warte mal, war da jetzt gerade was? Da wurde doch unten links was eingeblendet. Nicht wirklich. Ach so, ist Ziel. Ja, alles klar. Es sieht schon geil aus, oder? Irgendwie so. Der Artstyle ist echt gelungen. Willkommen im Land des Schwefels und Aschesturms. Orbus Caligua oder irgendwie sowas. That's... Ganymede Castle. Stronghold of Lord Balsef. Self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Da hat sich jemand Mühe gegeben hier. Alter, zieht euch das rein. Ich muss auch sagen, die Partikeleffekte sind echt gut gelungen. Shit, gar nicht übel. Gar nicht übel. Tja, dann schauen wir uns doch noch mal ein paar Minuten hier um. Vielleicht kann man hier hoch? Ne, es sieht nicht so aus. Be careful. If you get close to a Zoogle, they'll attack. Ja. Da warten auch schon welche auf uns. Hier können wir nicht irgendwie hochspringen oder so. Und die haben uns entdeckt. Dann springen wir doch mal in den Kampf, wortwörtlich. Steuerung im Kampf ändern. Drücke im Kampf Options, um das Menü zu öffnen. Hier kannst du die Kampfsteuerung deines Charakters ändern. Halbautomatisch. Ja, ich will eigentlich vollständig manuell, wenn dann. Ja, also wir können das mal uns anschauen. Das ist klar, aber warte mal. Fortsetzen. Was bearbeiten. Ach so. Ja, wir kämpfen immer noch zu zweit, wie es aussieht. Das ist okay. Danke. Ich möchte gern manuell. Danke. Don't go charging off like that. It's over! We turned the tables on Don't let them form a pack. Still more left. Right. No time to hold back. This is it. Dig deep. Easier. Oh, warte mal. Ich habe da ordentlich was abbekommen gerade. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Scheiße. Ich muss aufpassen ein bisschen. Ich war jetzt irgendwie ein bisschen raus. Wir kämpfen doch aber zu dritt. Aber ich kann den Kollegen wahrscheinlich einfach nicht selber verwenden. Deswegen wird er mir in dem Viereck da nicht angezeigt für meine eigenen Charaktere. Okay, hier ist nicht mehr allzu viel los. Es gibt auch noch nicht viel zu looten hier an der Stelle, wie es aussieht. Geheilt sind wir ja wieder. Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Alles klar. Selbst Shion ist in der Hinsicht auf unserer Seite. Ich möchte aber auch nicht zu wenig kämpfen. Das wird auch irgendwann zum Problem. Na? What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Aber der sieht halt noch ziemlich stark aus hier. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich mit dem anlegen will. Der wird auch rot auf der Karte eingezeichnet. 3-mal Trank des Lebens. Something good. Supplies like that are valuable. Never overlook them. Got it. I'll remember that. Der versperrt uns irgendwie auch so ein bisschen den Rückweg. Ne? Na, mal gucken, vielleicht müssen wir da ein bisschen warten. Und hier haben wir unser erstes Camp. Let's stop a moment to catch our breath.
but I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Selten. Wenn du in einem Lager rastest, werden die KP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Normally, we should take turns standing guard. But this first time, I'll watch over things so you two can rest easy. Das ist sehr zuvorkommend. I've never just sat and watched a fire like this before. It's surprisingly soothing. Well, aren't you getting comfortable? You realize there are still Zoogles prowling around out here, right? Ah, don't be a spoilsport. It's important to let your mind and spirit relax. Does you a lot more good than you might think. Okay. Erinnerungen. Ein besitzloser Mann, der maskierte Sklave, streben nach Macht. Das sind die wir schon gesehen haben. Wir haben aber unten rechts jetzt Zephyrs Lehren eingeblendet und die schauen wir uns jetzt noch an. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? You feeling left out, son? No, it's not that. But You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. a Renin? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Danon agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danons? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. Okay. Aber er scheint zumindest relativ vernünftig an die Sache ranzugehen und auch an die Tatsache, dass Shion auf den ersten Blick eigentlich eher feindlich gewesen wäre. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't. It's funny how I didn't have any time for soul searching while digging up rocks in a mine. Still. Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr? It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. Hat er recht? You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right. Thank you. Der Typ gefällt mir. Der Typ gefällt mir richtig gut. Und wir haben noch mehr, die unverzagte Eisenmaske. So, this whole you not feeling pain thing, is that for real? Why would I lie about it? And why would you care anyway? No, it's just, you know, I can't imagine what it's like, that's all. As a slave, I'd say it has its advantages and disadvantages. Oh? On the upside, when Renin soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on death's door and not even realize it. Really?
Sure. I may be numb to pain, but it doesn't make me immortal or anything. Still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead, lying in a ditch somewhere. Höchstwahrscheinlich, ja. So, wir gucken noch mal eben kurz in den Gruppenstatus. Alles sieht gut aus. Nur die HP haben sich aber noch nicht so ganz erholt, oder? Ja, dann lasst uns mal ins Menü schauen. System, kann ich hier denn einen Speicherpunkt anlegen? Nein, kann ich nicht. Tja, was ungenutzte DLC-Artikel? Warte mal. Habe ich hier jetzt irgendwie doch mehr drin, als ich das will? Nee, das ist alles okay. Kostümpaket Bonus, Doppelflügelpaket, das passt alles. Nur... Ach so. Ja, die Flügel will ich haben. Aber... Ich will eigentlich... Na gut, okay, wobei die Zutaten könnte man eigentlich mitnehmen. Das wäre nicht das große Problem. So, die Flügel nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber den Rest lasse ich mal noch deaktiviert. Ja, hier geht's nämlich los. Hier sind nämlich Waffen dabei. Im Bonus. Aber ist das ein Waffenskin oder ist das eine richtige Waffe? Das ist jetzt die große Frage. Weil ich will nicht unbedingt Items annehmen, die overpowered sind für diesen ersten Playthrough. Deswegen lasse ich Waffen und so mal raus. Klamotten nehmen wir mit. Alter, ist das viel. Klamotten, Frisuren und Extras nehmen wir mit. Das sind doch Waffen hier. Nee, ich will, wenn dann nur die Klamotten. Ah, nee, das war jetzt blöd, oder? Na gut, wir müssen es ja nicht anlegen, davon abgesehen. Wir nehmen einfach alles an, wir müssen es ja nicht ausnutzen, wir müssen es ja nicht nutzen. Fertig. So. Das sind alles Klamotten hier. Das nehmen wir auf jeden Fall alles an. Das haben sie aber ein bisschen umständlich implementiert, muss ich sagen. Okay, das ist jetzt alles angenommen und das Doppelflügelpaket aber nicht. Ach komm, wir machen das jetzt auch und weil ich habe ja auch über Steam die Pakete deaktiviert, die quasi uns Bonis verschaffen, die das Spiel einfacher machen. Und wir rasten. A master core, huh? Now I see. So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them.
Then don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. Na, Shion. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. Oh. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the 2 of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? Tja, dann wissen wir ja, was uns für den Anfang bevorsteht. Na, Albtraum. I've gotta hurry. Du verheimlichst uns doch was. Du weißt noch mehr. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Tja. Und ich würde mal sagen... I hate camping out. Warte mal, können wir nicht irgendwie mal speichern? Jetzt können wir speichern.
Das machen wir auch. Das ist mein erster Speicherstand. Die ersten 2 Folgen habe ich quasi jetzt am Stück aufgenommen. Und ja, beim nächsten Mal werden wir mal sehen, mit welcher Strategie wir uns auf den Weg zum ersten Lord machen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!